Hallo, ich bin Justin, Azubi von IPC Computer und in diesem Video zeigen wir euch heute die Acer Dock 2 mit USB-C. Also kommen wir mal zum Unboxing. Wenn ihr die Docking Station so kauft, bekommt ihr einmal ein Stromkabel für das Netzteil, ein 135 Watt Netzteil, worauf wir später noch zurückkommen, wegen dem Laden. Danach haben wir noch ein USB-C auf USB-C Kabel mit einem USB-A Adapter, also sozusagen ein Hybridanschluss. Wir haben die ganz normale Betriebsanleitung, einmal die Docking Station, worauf wir nachher nochmal eingehen. Dann haben wir noch was Spezielles, wo ihr die Docking Station nachher draufstellen könnt, mit 2 Schrauben, wo ihr sie am Tisch oder irgendwo anders befestigen könnt. Also wir haben hier einmal einen Kensington Lock, einmal den Stromanschluss für das Notebook und für die Docking Station, sowie einen LAN-Port, 2 HDMI-Ports und einmal DisplayPort. Wir haben jetzt noch einen USB-A 3.2 Gen 1 Port und einen USB-C 3.2 Gen 1 Port. Wir haben hier 2 USB-A 3.2 Gen 1 Ports. Einer davon hat eine Ladefunktion. Dann gehen wir mal weiter zu der 3,5 mm Klinkenbuchse. Danach kommt noch der Anschluss zum Notebook, was USB-C unterstützt und wirklich nur fürs Notebook dient. Und nochmal kurz was zu den USB-Geschwindigkeiten zu sagen. Die USB-Anschlüsse USB 3.2 Gen 1 unterstützen 5 GB pro Sekunde und ist die Datenübertragungsrate. Falls ihr mehr zu dem Thema USB-Protokollen wissen wollt, verlinken wir euch unten in der Beschreibung ein weiteres Video, was wir für euch gedreht haben. Im besten Fall braucht ihr kein zusätzliches Netzteil für euer Notebook, wenn ihr die perfekten Voraussetzungen habt. Das heißt, einmal euer Notebook hat einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery und euer Notebook verbraucht nicht mehr als 100 Watt. Wenn euer Notebook jetzt noch mehr als 100 Watt verbraucht, dann steckt einfach euer normales Netzteil wieder an das Notebook und somit ist das Problem gelöst. Falls ihr jetzt aber den Hybridstecker benutzt, ohne USB-C, sondern mit dem Adapter auf USB-A, könnt ihr das Notebook gar nicht laden. Wenn ihr die Möglichkeit habt und beide Ports frei habt, wählt immer den USB-C-Port. Mit der Acer Dock könnt ihr 2 Monitore mit 4K und 60 Hz betreiben. Jedoch müsst ihr beachten, dass ihr den Monitor an einen DisplayPort und einen HDMI-Port anschließt. Im Lieferumfang ist einmal ein Standfuß für die Acer Docking Station. Das besondere Feature von der Docking Station ist noch, dass sie eine Gummimatte unten drunter hat, was die ganze Docking Station rutschfest macht. Die Docking Station könnt ihr ganz normal draufstecken. Ganz einfach, ihr bekommt im Lieferumfang noch 2 Schrauben, um den jeweiligen Standfuß sozusagen noch zu befestigen. Um nochmal kurz zu dem Thema Kompatibilität der Docking Station zu kommen. Wenn euer Notebook einen USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss hat, von egal welchem Hersteller sollte es funktionieren. Jedoch blenden wir euch von Acer nochmal die Herstellerliste ein, bei welchem Notebook es 100% funktionieren sollte. Wenn ihr euch für einen Kauf entschieden habt, dann schaut doch gerne in unserer Infobox vorbei und in unserem Shop. Das Ganze wird dann schnell geliefert und falls es zu Problemen kommt, könnt ihr gerne auf unseren erstklassigen Kundensupport zurückgreifen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.